Dank eines Leaks gibt es neue Informationen zum Ubisoft Star Wars Game. Und wenn wir schon mal dabei sind, schauen wir uns doch mal an, was für allgemeine Infos derzeit schon bekannt sind zum Star Wars Game. Also bleibt gerne mit dabei. Die E3 im Juni rückt immer näher und das ist natürlich für uns Fans der beste Zeitpunkt, um neues Gameplay von Spielen zu sehen oder neue Release-Zeitpunkte zu erfahren. Vorab werden immer zu dieser Zeit eine Menge Gerüchte verteilt, Leaks geteilt oder manchmal sogar Gameplay, und da wurde Ubisoft nicht verschont. Ich habe zu Assassin's Creed Mirage ein Video gemacht, denn da gab es eine neue Information. Checkt das gerne mal hier oben in der Infokarte ab. Und wenn ihr generell so eine Videos nicht verpassen wollt, dann bleibt gerne mit einem Abo auf diesem Kanal. Aber lasst uns jetzt mal zu diesem Ubisoft Star Wars Game springen. Denn wir haben da natürlich eine neue Leak-Information bekommen, aber wissen auch generell eine Menge über dieses Spiel und auch einen möglichen Release-Zeitpunkt. Wir sehen dank Massive Entertainment, das ist das Entwicklerstudio, was dieses Star Wars-Projekt kreiert, dass es intern derzeit Star Wars Project heißt. Und es werden, das sehen wir auf den Jobseiten oder auf der Jobseite von Massive, es werden derzeit eine Menge Personen im Animationsbereich gesucht und auch ein Cinematic Artist. Und das lässt darauf schließen, dass sie jetzt so langsam mal einen CGI-Trailer für die E3 wahrscheinlich kreieren wollen. Wenn ihr das anders seht oder sogar eine bessere Argumentation habt, dann haut sie gerne mal in die Kommentare. Aber ich denke schon, dass wir im Bereich Juni zur E3 einen CGI-Trailer sehen könnten zu diesem Star Wars Game. Gameplay definitiv nicht. Kombinieren wir das mit der Aussage von Tom Henderson, das ist ein bekannter Leaker und Insider aus der Gaming-Community, der in einem Tweet vor einem Jahr tatsächlich gesagt hat, dass er es nicht glaubt, dass es vor 2025 released wird, können wir uns auf jeden Fall denken, okay, es wird noch eine Ewigkeit dauern, bis wir Gameplay zu diesem Star Wars Game sehen werden. Bis in den Januar hinein blieb es dann doch eine Weile ruhig um das Ubisoft Star Wars Game, doch Anfang des Jahres hat uns Insider Gaming einen Beitrag beschert, wo wir eine Menge Informationen zum Gameplay bzw. zur Story-Idee von diesem Star Wars Game erfahren haben. Wir wissen ja, dass Massive Entertainment dieses Star Wars Projekt entwickelt und die nutzen für dieses Spiel die Snowdrop Engine, wie sie auch schon in The Division genutzt wurde. Dank diesem Beitrag haben wir aber auch erfahren, dass Massive Entertainment wirklich jeden Zentimeter des Studios nutzen will, um dieses Spiel zu entwickeln. Derzeit, denke ich mal, können sie das nicht 100% machen, weil sie ja noch Avatar in der Entwicklung haben, das hoffentlich dann auch dieses Jahr rauskommen wird, aber da werden wir sicherlich auch mehr bei der E3 erfahren. Allerdings, wenn das durch ist, bin ich mir ziemlich sicher, werden sie alle Kräfte des Studios auf dieses Star Wars Game legen. Was die Open World angeht, wissen wir dank Insider Gaming, dass es einen nahtlosen Übergang zwischen den Universen geben wird, dass es eine komplette Open World sein wird und dass wir fähig sind oder in der Lage sind, zwischen diesen Systemen zu springen. Der Kern des Spiels soll story-driven sein, jedoch haben wir die Möglichkeit, unseren Charakter komplett zu customizen, also ja, unseren Charakter komplett so zu gestalten, wie wir es möchten. Und wir können im Grunde den Pfad bestimmen, den wir wählen. Also so ein bisschen auch wie No Man's Sky, wo wir selber entdecken können, wo wir selber entscheiden können, was wir als nächstes tun. Ich bin gespannt, wie sie das kombinieren. Persönlich bin ich euch ehrlich, ich weiß nicht, ob dieses Konzept wirklich funktioniert, wenn man so eine riesige Open World hat, so viele Auswahlmöglichkeiten, ob man dann noch in der Lage ist, eine gute Geschichte zu machen. Ich hoffe allerdings, dass Ubisoft hier dieses Spiel wirklich sehr, sehr ernst nimmt und sie die Grundlage, die sie dort haben, nicht verhauen und die Lore, die Waffen, die Charaktere, die Planeten wirklich komplett ausschöpfen und daraus eine schöne Geschichte für uns machen. Doch bevor ihr eure Sorgen und Kritik zu Ubisoft in die Kommentare schreibt, möchte ich euch noch ein Zitat geben von Julian Garrity. Er ist der Creative Director von Ubisoft und er hat Folgendes gesagt: "We want to make it a unique game in the saga with a captivating story and set of characters that players can relate to and connect with. We want to take what is familiar and resonant about Star Wars and tell the stories of new characters who have their own motivations and stakes." Und das meiner Meinung nach ist doch an sich erstmal eine gute Nachricht, deutet darauf hin, dass wir einen Connect zum Star Wars Universum bekommen, allerdings neue Charaktere kreieren, beziehungsweise neue Charaktere sehen werden, neue Charaktere, mit denen wir interagieren, natürlich auch wir als neuer Charakter unsere eigenen Motivationen dann feststellen. Es ist wirklich schwierig, meiner Meinung nach, so ein riesiges Open-World-Game, glaube ich, mit einer guten Story zu connecten. Ich bin, wie gesagt, dennoch gespannt und freue mich. Doch ich hatte ja zu Beginn des Videos etwas von Leaks gesagt. Doch wenn ihr bis hierhin dieses Video hilfreich fandet, dann gebt dem Video doch gerne mal einen Daumen nach oben, aber lasst uns mal reinspringen, denn der Nutzer ScriptLeaksR6 hat einen Tweet formuliert. Und der Nutzer an sich, der hat in der Vergangenheit einige Sachen richtig schon geteilt, richtig geleakt, unter anderem auch den Vorbestellerbonus von Assassin's Creed Mirage. Da hat er sogar Bilder geteilt damals. Und jetzt hat er einen neuen Tweet formuliert. Und zwar: "New Ubisoft Star Wars game is getting announced soon, codenamed Helix.
Wir haben also quasi einen Namen von diesem Spiel. Wir haben auch die Info, dass es bald released wird. Ich meine, das ist eine Info, die kann man sich logisch erklären. Das wird sowieso passieren, denke ich. Auf der E3 werden wir mehr davon sehen. Codenamed Helix ist aber neu. Codename Helix könnte natürlich bedeuten, dass wir eine Menge Mikrotransaktionen bekommen und dass sie das vielleicht als, ja, Geldmaschinerie nutzen wollen. Ich hoffe natürlich nicht. Ich habe eine andere Erklärung dafür. Eine Helix, ja, ist eine Struktur in der DNA. Eine DNA ist eine Verkettung von ganz vielen verschiedenen Dingen und also eine Doppelhelix in der Hinsicht dann. Korrigiert mich, wenn ich hier irgendwie wissenschaftlich mich schlecht formuliere. Und das könnte ja im Grunde auch auf das Universum hindeuten. Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Universen, ganz, ganz viele verschiedene Geschichten, die alle miteinander verknüpft sind, so wie eine DNA es nun mal ist. Und eine DNA besteht ja aus ganz vielen kleinen Einzelteilen und das könnte halt natürlich wirklich nochmal das Ganze unterstreichen, was Insider Gaming gesagt hat, nämlich, dass dieses Spiel ein wirklich riesiges Spiel sein wird, mit ganz vielen verschiedenen Universen, die aber doch alle miteinander verknüpft sind. Mehr, muss ich aber ganz klar sagen, sagt mir dieser Name nicht. Helix. Ich habe keinen Star Wars Bezug zu diesem Wort. Wenn ihr irgendeinen habt, wenn ihr ja richtige Star Wars Nerds seid und die Bücher und Comics lest und jede Serie geguckt habt, dann ja, informiert mich gerne, hilft mir hier gerne dabei, aber ich denke, mehr können wir daraus nicht ziehen. Ist dann noch interessant, dass jetzt schon kleinere Leaks kommen. Ich bin gespannt, was in der Zukunft kommt. Wenn ihr andere Leaks übrigens gehört habt, dann lasst es mich gerne wissen auf meinem Discord oder hier unter den Kommentaren. Aber mehr ist dahinter auch nicht zu sehen, ja. Star Wars Helix, I don't know, ob das der Titel sein wird. Ich bin gespannt und ich freue mich. Und sonst sehen wir uns gerne im Assassin's Creed Mirage Video, denn da, wie gesagt, habe ich über das Gameplay gesprochen, was wir eventuell sehen werden im Juni dann. Schaut es euch gerne mal an und sonst wünsche ich euch einen fantastischen Tag. Bis dahin, Freunde, wir sehen uns und möge die Macht mit euch sein.